Und es waren die 3 schlimmsten Worte meines Lebens: Sie haben Krebs. Also, und das dann noch an einem Telefon. Es war der erste Urlaubstag für mich, von meinem Jahresurlaub. Ja, so knapp 2, 3 Wochen vor Weihnachten 2019. Da dachte ich echt, okay, das war's. Herzlich willkommen, Nicoletta, hier in unserem Gespräch. Ich freue mich total drauf. Du hast eine Geschichte mitgebracht, die richtig tief geht. Aber mit einem kleinen Happy End am Schluss. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute deine spannende Geschichte mit uns teilst, die von Kindheit anfängt mit Entzündungen über verschiedene Disbalancen inbegriffen hat im Erwachsenenalter und dann den Brustkrebs. Und dass du uns in die Geschichte reinnimmst, wie du das alles überwunden hast, wie du vorangegangen bist und wie du heute einfach hier sitzt mit deinem Lächeln im Gesicht. Herzlich willkommen, Nicoletta, bei Chronisch Ehrlich. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Priscilla. Ich freue mich echt super, dass ich hier heute mit dir dieses Interview führen darf und meine Geschichte teilen mit allen chronisch Erkrankten. Ja, ich finde, vielleicht warum ich das tue, ganz kurz vorab. Ich habe lange mit mir gehadert, mich geschämt für die Dinge, die so passiert sind. Ich hatte immer den Eindruck, ich bin schuld, dass es mir so schlecht geht, ja. Und war dann, als ich den Krebs bekommen habe, ich gehe nachher näher drauf ein, sehr, sehr froh, als ich selbst ganz viele Heilungsgeschichten finden konnte. Und auch eine Heilungsgeschichte, die mich sehr begeistert hat, von dem Rico Aragon, ein US-amerikanischer Schauspieler, der seinen Krebs unter anderem auch mit der Ernährung von Anthony William versucht hat zu heilen oder geheilt hat und sich von Monisa Ahmed hat begleiten lassen. Das war so das einzige Krebsvideo, was ich damals gefunden habe, und halt ganz viele Geschichten. Damals gab es, glaube ich, eure YouTube-Reihe noch nicht. Aber sehr viele Heilungsgeschichten da draußen im World Wide Web. Und da war ich sehr, sehr dankbar. Und deshalb habe ich mich entschieden, meine Geschichte auch zu teilen. Vielen Dank, das ist so wertvoll, genau wie du sagst, wenn man nämlich selber im tiefsten Punkt seines dunkelsten Tales sich befindet, dann braucht man diese Lichtpunkte, man braucht diese Wegweiser, wo man sagt, nee, da scheint das Licht der Hoffnung und daran halte ich mich fest. Also vielen Dank, dass du das Licht heute bist. Dankeschön, bin ich gerne. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Nicoletta. Ich komme aus Baden, aus Karlsruhe. Weiß nicht, ob man das kennt. Bin 47 Jahre alt mittlerweile, genau, und kam zur Ernährung nach Anthony William oder überhaupt. Ich nenne es immer gern den Anthony William Lifestyle, weil es mehr ist als nur die Ernährung. Kam ich eben, ich hatte es eben erwähnt, durch die Diagnose Brustkrebs. Also für mich war im Dezember 2019 war das, habe ich am Telefon diese Diagnose bekommen. Und es waren die 3 schlimmsten Worte meines Lebens: Sie haben Krebs. Also, und das dann noch an einem Telefon. Es war der erste Urlaubstag für mich, von meinem Jahresurlaub. Ja, so knapp 2, 3 Wochen vor Weihnachten 2019. Da dachte ich echt, okay, das war's. Ich habe viel durchgemacht, viel mitgemacht. Und das war dann so dieses i-Tüpfelchen, so Schlussakkord in Moll. Ja. Und ich habe dann wirklich 2, 3 Tage gebraucht, um wieder Luft zu bekommen, um wieder die Gedanken auch zu ordnen. Ja, ich war also völlig neben mir. Ich bin nach dem Telefonat mit dem Frauenarzt damals auch erstmal komplett zusammengebrochen. Ja. So, und dann ging es los. Dann habe ich eine Kraft in mir gespürt, wie selten zuvor. Da kam so ein richtiger Kampfgeist hoch, also so ein richtiges Feuer in mir, das loderte und sagte: „Noch ist das Leben nicht zu Ende." Ja. Also, das war, kommen mir gerade die Tränen. Ja. Genau, und vielleicht jetzt den Weg zurück. Wie ging denn alles los? Ich hatte schon als Kind, als Säugling sehr viele Blasenentzündungen. Immer wieder Nasennebenhöhlenentzündungen, Nierenbeckenentzündungen, Mandelentzündungen, und habe dann im Alter von 7, 8 Jahren, wird es wohl gewesen sein,
meine Mandeln auch entfernt bekommen, weil die Ärzte oder der Kinderarzt sich damals auch nicht mehr zu helfen wusste, ne? Ich habe sehr viel Penicillin bekommen, bis ich es nicht mehr vertragen habe, dann eben sehr viele Antibiotika. Und ich meine, heute wissen wir alle, glaube ich, was das mit unserem Körper macht. Und wenn man sich vorstellt, so ein kleines, ich war immer sehr schmächtig als Kind, ja, diese ganzen fiesen Medikamente, ja, war nicht wirklich heilsam für mich. Und ja, ich hatte dann auch Mumps. Heute weiß ich, dass das mit EBV-Viren, also Epstein-Barr-Viren eben zusammenhängt. Damals war das einfach nur dicke Backen, dicker Hals. Ja, ist halt eine Kinderkrankheit, ne? Gibt es auch Mittelchen dagegen, das nehmen wir dann brav ein. Meine Mutter hat immer versucht, uns so gut sie konnte gesund zu ernähren. Also es gab damals bei uns schon über die Wintermonate frisch gepressten Saft, also Selleriesaft mit Karotten und roten Beeten, Orangen, Grapefruit. Also da hat sie schon, ne, versucht, was sie konnte, um uns da eben mit aufzubauen. Aber es hat bei mir leider nicht gereicht. Wobei ich eigentlich seit Kindesbeinen an kein Fleisch gegessen habe. Ich fand Fleisch immer eklig. Ich konnte es nicht kauen, ich konnte es nicht schlucken. Heute weiß ich, dass es gut war, aber all das hat nicht gereicht, ne? Es ging dann einfach weiter. In der Jugend hatte ich eine Schilddrüsenfehlfunktion entwickelt, damals eine Überfunktion. So jung, wie alt warst du da? Dürfte so 13, 14, also zwischen 13 und 15 schätzungsweise gewesen sein. Ja. Enorm jung, genau. Und das war für mich eine wahnsinnige Qual, ständig zum Arzt, ständig Blutkontrollen, weil ich ohnehin so Angst vor Spritzen und diesen ganzen Nadeln hatte. Ich war ja schon sehr gequält, ja, mit dieser ganzen Odyssee an Ärzten. Und ja, von daher war das für mich jetzt nicht so toll. Abgesehen davon, dass halt immer wieder Spritzen notwendig waren. Ich habe dann eine Eigenbluttherapie bekommen. Also wir waren da damals schon komplementär unterwegs. Das war in den 80ern, ja. So, und dann war die Schilddrüsenerkrankung irgendwann tatsächlich weg. Es ging mir gut. Nur dann kamen weitere, ich nenne es immer Zipperlein mit dazu, also Symptome dann im weiteren jugendlichen Alter, dass ich eben sehr stark das PMS hatte. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen, wenn ich meine Periode bekommen habe. Ich habe eine wahnsinnige Migräne entwickelt, die also so stark war, dass ich während dem Studium zum Beispiel, wenn ich einen Anfall bekommen habe an der Uni, nicht mehr fähig war, richtig zu sprechen. Auch nicht mehr richtig gesehen habe. Ich hatte also Migräne mit Aura, wahnsinnige Kopfschmerzen und dann oftmals nicht mehr wusste, wie ich heimkommen soll. Also es war echt extrem. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war auch deine Beziehung zu deinem eigenen Körper eigentlich davon geprägt, dass er nicht so macht, wie du möchtest. Also dass man schon so einen Abstand gewinnt dazu und einfach denkt, funktioniere halt. Wie bist du damit umgegangen als so junge Frau? Naja, funktioniere halt. Irgendwann habe ich nicht wirklich realisiert, das habe ich erst im Späteren realisiert, dass man einen Körper spüren kann. Das habe ich sehr spät realisiert. Also ich hatte irgendwie ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu meinem Körper, weil ich ihn nicht gespürt habe. Das Einzige, was ich gespürt habe, ist, es tut weh. Ja, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Rückenschmerzen. Ähm, wenn du eine Nierenbeckenentzündung hast, das sind ja wahnsinnige Schmerzen, ja, oder der Bauch tut weh, weil die Blase entzündet ist. Also ich kannte eigentlich nur Schmerz und ich kannte nicht ein, ich sage jetzt mal, gesundes Körpergefühl. Ja. Das war mir aber damals alles nicht bewusst. Ich dachte immer nur, was habe ich denn, dass ich nicht richtig bin, nicht richtig funktioniere? Und erst jetzt im Nachhinein über diese ganze Leidensgeschichte und erst auch über das Beschäftigen mit mir, mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meinem Geist. Dank Anthony William unter anderem habe ich jetzt realisiert, was eigentlich da all die Jahre los war und dass ich meinen Körper gar nicht gespürt hatte, dass ich gar kein Körperbewusstsein hatte in dem Sinne. Ja.
Ja, und dann kamen, neben der Migräne kam dann Neurodermitis mit dazu, ausgelöst dann tatsächlich durch Stress, durch Lernstress. Gerade vor den Klausuren ging es dann, war ich in der Blüte meiner Neurodermitis, das blühte so richtig auf, klang dann nach dem Stress immer wieder ab, hielt sich aber jetzt bis 2019 im Sommer immer mal wieder, immer wenn die Stressbelastung zu hoch wurde. War das so ein Symptom, das dann da mir eben gezeigt hat, es ist gerade zu viel, was ich aber bislang nicht verstanden habe. Ja, und dann kamen eben weitere Dinge mit dazu, Gelenkschmerzen. Ja. Also mir tat dann plötzlich das Handgelenk weh und dann war ich beim Orthopäden, dann meinte er, ja, das ist von der Maus, ne? Ich arbeite sehr viel am Bildschirm oder am Computer, das ist von der Tastatur und der Maus so die typische Karpaltunnel-Syndrom. Dann kam kurz drauf der Ellenbogen, dann die Schulter, der Nacken, ach, was da alles untersucht und MRTs und CTs gemacht wurden, ohne Ergebnis. Also man hat nichts gefunden. Ich hatte ja so frustrierend, gell? Man nimmt so diesen Effort und geht von Arzt zu Arzt und jedes Mal hofft man, dass man irgendeine Antwort bekommt und hoffentlich eine gute, mit der man gut arbeiten kann. Es ist enorm anstrengend, ja. Ja, also ich habe dann gemerkt, ich hätte gern einfach eine Diagnose, ja, weil wenn du bitte eine Diagnose, mit der du arbeiten kannst, ja, dann kannst du dich belesen und recherchieren und schauen und tun. Es gab aber nichts und es gab echt Tage oder auch Nächte, da hat mich mein Mann dann in die Notaufnahme gefahren, weil ich so extreme Schmerzen hatte, dass ich es nicht mehr aushielt. Ja. Also ganz abgesehen von den ganzen Schmerzmitteln, die ich dann noch so in mich reingefuttert habe, ja, war das halt auch eine wahnsinnige seelische Belastung für mich und ein Wahnsinnsstress. Ja, gerade wenn diese Schmerzen so stark wird, dass man sie kaum aushält, befindet man sich ja in dieser Todesangst. Und in dieser Todesangst, was man da für Stresshormone ausschüttet, das kann man ja dann gar nicht mehr ausschleichen, weil dann die nächste Todesangstepisode schon wiederkommt. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man gesund ist. Ja. Wie lange ging diese Phase, auch diese Schmerzphase, wo dich dein Mann immer wieder in die Not? Etwa 3 Jahre. Wow, okay. War so die Hochphase. Also nicht ständig, sondern immer mal wieder. Ja. Und irgendwann bist du dann halt so weit, dass du denkst, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Und dann geht es 2, 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen gut. Und dann kommt quasi der nächste Hammer und die nächsten Schmerzen, die nächste Attacke, wie ich es dann genannt habe. Und keiner weiß warum und wieso. Wo haben sich die Schmerzen vor allem lokalisiert? Das war bei mir hauptsächlich tatsächlich Handgelenk, Ellenbogen, Schulter ganz stark und dann ging es in den Nacken. Nacken, Rücken, also Rückenschmerzen kannte ich ja als Kind, Jugendliche schon. Das war quasi gelernt, die waren ja ohnehin da. Aber dann eben mit diesem Armsyndrom, sage ich mal dazu, und diesen fiesen Nackenschmerzen, das war dann nochmal eine Zusatzbelastung. Ne? Und klar, ich bin dankbar für die Schulmedizin, wirklich, weil gäbe es die Schulmedizin nicht, ich glaube, nur mit Kräutertinkturen und Ernährung wäre mein Tumor wahrscheinlich nicht verschwunden. Also ich bin dankbar, dass man den rausgeschnitten hat. Bin der Chirurgie da auch dankbar. Aber ansonsten, wenn ich bei den Ärzten unterwegs war, wurde einfach nichts gefunden. Und dann hieß es, wie so oft, naja, Sie arbeiten am Bildschirm, Sie haben eine Bürotätigkeit, Sie bewegen sich wahrscheinlich zu wenig. Und ich habe schon immer viel Sport gemacht. Ich war schon immer Mensch, der viel auch in der Natur war. Ich bin auch Fitness- und Gesundheitstrainerin quasi nebenher. Ich habe früher viele Kurse gegeben als Jugendliche und junge Erwachsene, bis ich es dann einfach kräftemäßig auch nicht mehr konnte. Und das hast du am Anfang von unserem Gespräch angesprochen, dass es dir so wichtig ist zu sagen, dass der Betroffene nicht Schuld hat. Und wenn man aber natürlich von Arztpraxis zu Arztpraxis geht und einem wird gesagt, ja, Sie arbeiten am PC, Sie bewegen sich zu wenig, wird eigentlich nicht die Ursache genannt, sondern es wird einem die Schuld gegeben, weil beweg dich halt mehr. Mach Gymnastikübungen, dass es nicht wehtut mit der Maus.
Und das ist dann so eine Abwärtsspirale, gedanklich auch. Genau. Wobei ich glaube, gerade diese Orthopäden, die mir dann die Tipps gegeben haben, die haben es ja gut gemeint. Die Mhm. steckten ja nicht in mir drin, die kannten ja mein Leben nicht, ja. Definitiv, definitiv. Aber in mir war so dieses Gefühl, ich mache es nicht richtig. Ja, Mhm. ich funktioniere nicht gut genug. Genau, alle anderen können das, können mit der Maus arbeiten und ich kann es anscheinend nicht. Ja. So, und dann kam hinzu, muss ich überlegen, vor 15, 16 Jahren etwa noch die sogenannte Hashimoto-Thyreoiditis. Da war ich im ersten Moment dankbar. Es gab eine Diagnose. Juhu, jetzt wird mein Leben besser, dachte ich. Ne? Mhm. Das hat mein damaliger Frauenarzt diagnostiziert. Und dann gab es klassisch Tablettchen. Also hieß es, ja, Sie müssen jetzt ein Leben lang dann eben diese Tabletten nehmen, aber wenn Sie richtig eingestellt sind, dann wird das wieder gut. So, und am Anfang war es tatsächlich so, ich habe die Tabletten genommen, sie haben geholfen, es ging mir besser. Also Ja. die Gelenkschmerzen waren besser, die Rückenschmerzen waren besser. Ja, auch ich hatte so ein fieses Herzrasen entwickelt und so ein Druckgefühl im Hals und Haarausfall und wurde alles besser. Eine gewisse Zeit. Und dann ging es wieder von vorne los. Dann kamen die Symptome eins nach dem anderen wieder zurück. Also hieß es wieder Blutuntersuchung, Dosis anpassen. Und so ging das wirklich über 15, ja 16 Jahre, bis ich dann ich habe die L-Tyroxin genommen, also so der Klassiker bei Hashimoto und Unterfunktion, war ich bei 150 Mikrogramm L-Tyroxin. Also es war wirklich eine heftige Dosis. Und dann habe ich gedacht, das kann so nicht weitergehen und hatte mich mit einer Freundin unterhalten. Das war dann schon im Sommer 2019. Und die erzählte mir von Anthony William und dem Buch Heile deine Schilddrüse. Parallel war ich bei der Hausärztin, weil ich auch so Verdauungsprobleme noch zu all dem entwickelt hatte. Und die hat dann eben eine Untersuchung gemacht und festgestellt, dass es da eine totale Dysbalance gibt, ja, und die Diagnose Candida. Juhu, wieder eine Diagnose, mit der man arbeiten kann. Und sie riet mir dann damals, im Nachhinein bin ich ihr echt dankbar, ich solle auf Zucker verzichten, also komplett Industriezucker, Zuckertauscher, gar nichts Süßes, kein Obst, außer Beeren. Beeren hätten nicht so viel Fruchtzucker und wären sehr heilsam. Ich solle Beeren essen. Und ich habe immer viel und gerne Obst gegessen und vor allen Dingen auch Trockenfrüchte habe ich geliebt. Aber ich habe auch viel Zucker gegessen, habe mich also schlecht ernährt. Auch sehr viel weißes Mehl, ne? Und das war ihr zweiter Tipp, ich solle bitte das weiße Mehl weglassen und am besten, wenn ich kann, auf Gluten verzichten, um diese Candida auszuheilen und um die Neurodermitis, die hängt wohl mit dem Darm zusammen, war ihre Aussage. Und dann habe ich das gemacht. Das war Juli, August 2019 und habe von heute auf morgen den Industriezucker weggelassen, habe kein Obst mehr gegessen außer Beeren und habe sämtliche Mehle weggelassen, alles, was irgendwie Gluten hatte. Und die Neurodermitis war nach, ich weiß nicht, 2 Monaten, 3 Monaten komplett ausgeheilt. Nichts mehr da. Ja. So, der Rest blieb leider. Von daher dachte ich, okay, dann werfe ich doch nochmal einen Blick in dieses Schilddrüsenbuch, weil wenn du eine Diagnose hast, Hashimoto, egal was du dann hast, ist es ja immer die Schilddrüse, die nicht richtig funktioniert. Und es ist immer die Schilddrüse, die diese Symptome produziert. Also dachte ich, okay, dann ist das die Wurzel meines Übels und meines Leidens, dann muss ich da ansetzen. Und habe dann das Buch gelesen von Anthony William und dachte so, aha, nee, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ja, also eigentlich war das fast schon so, ja, das ist so ein amerikanischer Spinner, tatsächlich. Oh, es tut mir so leid, wenn ich das so sage, aber damals war das echt so, dass ich dachte, das kann ja nicht sein. Also so einfach kann das nicht sein. Ja. Und habe das Buch zur Seite gelegt, beziehungsweise meiner Freundin zurückgegeben und gedacht, okay, das ist es dann immer noch nicht. Ne? Habe mich aber weiter fleißig so gesund ernährt und recherchiert, was ich denn noch tun könne.
und habe dann eine Low-Carb-Keto-Ernährung angefangen. Juhu! Ja, schön Protein mit rein und Fett und auch das weiß ich jetzt im Nachhinein, war natürlich nicht gut. Und es wurde wieder schlimmer. Und Ja. ich habe mich dann gewundert und gedacht, Mensch, jetzt hast du für mich einen großen Erfolg erzielt, weil die Neurodermitis endlich weg war. Ja. Vor allen Dingen, weil ich das ganz schlimm im Gesicht hatte, Mhm. wo man es halt auch richtig sieht und wo ich mich echt für geschämt hatte. Also gut, was kann ich jetzt noch tun? Ne? Und in diesem ganzen Suchen und Machen und mit Hypnosearbeit habe ich gearbeitet, mit Kräutertinkturen, alles Mögliche, was es so komplementär oder alternativ gibt, ohne Erfolg. Und habe gespürt, irgendwas stimmt jetzt mit meinem Körper nicht. Irgendwas ist total durcheinander. Die Hormone spielen verrückt. Dann hieß es, ja, das sind die Wechseljahre. Das wäre aber sehr früh gewesen. So, also ich war dann immer noch auf der Suche und in der Recherche und irgendwas hat nicht gestimmt, das habe ich gespürt. Habe dann versucht über Yoga und Achtsamkeitstraining, ne, weil ich dachte, ja, vielleicht ist es doch der Stress, den Stress zu reduzieren. Es wurde nicht besser. Ich habe Schlafstörungen entwickelt und so weiter. Also es war einfach grausam. Meine Mhm. Hausärztin war am Ende mit ihrem Latein. Also die wusste dann auch nicht wirklich Hilfe. Die einzige Hilfe war, sie hat mir dann Schlaftabletten verschrieben, die ich aber nicht genommen habe, weil ich einfach sehr große Angst davor hatte. Und die weitere Hilfe wäre dann gewesen ein Psychopharmaka. Ja. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ja, also das ist alles psychosomatisch und ich hätte zu viel Stress und ich sollte mich mal entspannen. Ja, und an diesem ganzen Dilemma habe ich dann typisch meine Brust abgetastet, also beim Duschen. Ne? Ich habe mich so eingeseift und dachte, komisch, dass irgendwie so ein komischer Knubbel. Ist Mhm. das jetzt ein Lymphknoten, der irgendwie geschwollen ist oder was ist da passiert? Das war im September nach dem Baggersee, als es bei uns noch schön warm war. Mhm. Und dann dachte ich, ach ja, wird schon nichts sein, weil ich eigentlich grundauf optimistisch bin. Und durch das ganze Leid, was ich so erfahren habe, Kindheit, Jugend, ja, habe ich gedacht, also so schnell stirbt sich's nicht. Und habe das einfach missachtet. Und es wurde und wurde nicht besser und dieser Knubbel wurde immer größer. Also der war dann richtig, richtig groß tastbar. Dann dachte ich, okay, dann sollte ich vielleicht doch nochmal zum Arzt gehen. Und war beim Frauenarzt, habe eine Standsbiopsie machen lassen und tatsächlich war das Ergebnis, das ich dann per Telefon bekommen habe, Sie haben Krebs. Also die schlimmsten 3 Worte, die ich in meinem Leben jemals gehört habe, tatsächlich. Mhm. Ja, und dann hatte ich echt mit mir zu kämpfen. Ich dachte dann, okay, das war's. Also all diese Qual, all diese Mühe, all dieses Ausprobieren für nichts. Ja, also ich habe dann wirklich 2, 3 Tage gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen, weil es mich wirklich einmal komplett niedergelegt hat und alles so erstmal so aussichtslos schien. Ähm, und dann musste ich halt durch diese ganzen Untersuchungen durch, was da alles so gemacht wird, inklusive Mammographie. Die schlimmste Untersuchung, die ich jemals hatte. Ich hatte solche Schmerzen Mhm. Ja. und dachte dann, das kann alles nicht sein. Und ja, irgendwie hat es dann in mir doch so ein Feuer entfacht. Also es war dann ein unglaublicher Lebenswille da, Mhm. ähm, und auch eine richtig große Wut, muss ich sagen, Ja. die dann aber eine positive Kraft in mir ausgelöst hat, weil ich gedacht habe, das kann so nicht alles gewesen sein. Mhm. Und auch die Aussicht meines Frauenarztes war, ja, also OP, Chemotherapie und 5 Jahre dann eine Antihormonbehandlung, also eine medikamentöse Begleitung. Und das war für mich keine Aussicht. Also so wollte ich nicht leben und den Weg wollte ich nicht gehen. Und ich habe ihm dann gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Und dann ist er schier ausgeflippt und meinte, ich würde mit meinem Leben spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist mein Leben und ich entscheide dann, wie es weitergeht. Und habe ihn dann auch gefragt, ob er sich denn auch gut auskennt, zum Beispiel auch komplementär, weil ich glaube, dass es da sicherlich auch Wege gibt. Und das hat er verneint, sagte mir aber, er hätte 2, 3 Patienten, die sich auch alternativ oder komplementär haben begleiten lassen.
und er würde sich da mal schlau machen. Und er rief mich dann 2 Tage später an und gab mir einen Namen von einer ganzheitlichen Ärztin, einer Hausärztin, die ich dann auch angerufen habe, und die hat mich dann lange Zeit, eigentlich bis heute, mitbegleitet. So habe ich zum Beispiel noch vor der OP halt Globuli mit dazu bekommen und direkt nach der OP, als ich aus dem Krankenhaus kam, Vitamin B hochdosiert, Vitamin B12, B-Komplex, Vitamin C, und sie riet mir auch Zink zu nehmen und Vitamin D3. Mhm. Und dann dachte ich, Mensch, sowas hatte ich doch schon mal irgendwo gelesen. Ja, und dann kam Anthony zurück in meine Gedankenwelt, und dann bin ich losmarschiert und habe mir diverse Bücher gekauft von ihm, unter anderem Mediale Medizin, Heile deine Leber. Und ich saß ja zu Hause, ich war ja krankgeschrieben nach der OP, bis das alles verheilte, und wusste auch nicht, kriege ich eine Chemotherapie oder nicht, da das alles kurz vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel war. Und Tumorgewebe eingeschickt wurde, um zu diagnostizieren, was da jetzt die beste Therapie wohl sei, habe ich knapp 5 Wochen auf das Ergebnis gewartet, was es denn tatsächlich dann für ein Krebs sein wird. Also ich hatte zwar von der Stanze und nach der OP eine Diagnose und wusste, okay, es ist Brustkrebs, und er ist Hormonrezeptor positiv. Das heißt, man könnte diese Antihormontherapie tatsächlich machen. Und in all dem Warten und mich beschäftigen mit den Büchern von Anthony William habe ich für mich entschieden, sollte das Ergebnis Chemotherapie sein, werde ich sie nicht machen. Und dann kam das Ergebnis, also dass Chemotherapie in meinem Fall nicht sinnvoll ist, sondern dass quasi eine Bestrahlung ausreichen würde. Ja, und also ich bin dann den schulmedizinischen Weg gegangen, weil ich wirklich große Angst hatte. Habe mich aber eben von der Hausärztin begleiten lassen und habe dann schon angefangen, das war dann im Januar, Zitronenwasser zu trinken auf nüchternen Magen, die B12 zu nehmen nüchtern und dann gleich mit einem halben Liter Selleriesaft. War keine gute Idee. War echt keine gute Idee. Es war alles zu viel für meinen Körper, der ja sehr geschwächt war durch die OP, durch die ganzen... Was waren denn die Reaktionen, die der Selleriesaft ausgelöst hat? Meine Migräne kam sehr stark. Ja. Neurodermitis ist wieder aufgeblüht. Und ich habe auch wieder so diese Nackenverkrampfungen, diese Muskelschmerzen, diese Gelenkschmerzen bekommen. Nicht mehr so stark, wie ich es früher hatte, aber es war wieder da. Und dann dachte ich, okay, dann fange ich es vielleicht doch etwas langsamer an. Und ja, habe dann auch meine Ernährung umgestellt. Ich habe ja als Kind schon nur vegetarisch gegessen, von daher war es nicht so schwer für mich, auf das Fleisch zu verzichten. Das mochte ich eh nicht. Was bei mir wirklich schwierig war Milchprodukte. Ich habe Käse geliebt, ich habe Joghurt geliebt. Ja. Das war richtig schwierig. Das kenne ich gut. Geschmolzener Käse überall drauf. Ja, das Leben ist echt besser mit geschmolzenem Käse, dachte ich. Ne? Und ja, es fiel mir sehr, sehr schwer, und dann muss ich zugeben, habe ich am Anfang substituiert. Ich habe dann vegane Alternativen für mich entdeckt. Habe dann Mandeljoghurt und Cashewjoghurt benutzt, und dann war es nicht gar so heftig am Anfang. Das ist super für die Übergangsphase, ja. Genau, ja. Und ja, es gibt ja auch tolle Käsealternativen, ne? Muss man so ein bisschen gucken, auch wegen der Aromastoffe oder natürlichen Aromen. Aber so für den Anfang, für den Übergang, hat es mir das etwas leichter gemacht in der Situation. Ja. Ja, und genau, dann habe ich halt geguckt, was an Supplementen da sinnvoll ist, was ich tun kann. Und so kam ich auf den Heavy Metal Detox Smoothie, um die Schwermetalle auch auszuleiten. Und habe dann eigentlich, ja, mein ganzes Leben umgestellt, weil es für mich nicht nur die Ernährung ist nach Anthony William, sondern es ändert dein Leben tatsächlich, weil man am Anfang wirklich sehr viel Zeit braucht, um sich zurechtzufinden in der Ernährung. Und für mich dann auch habe ich festgestellt, es ist eben nicht nur das, was ich esse, sondern es sind auch die Gedanken, es sind die Energien, die ich aufnehme, die ich an mich ranlasse. Ja,
wie ich mit mir umgehe, wie ich denke. Und ich habe viele Jahre zuvor viel mit Engeln gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Engel-Lichttherapeutin nach Doreen Virtue, habe dann aber viele Jahre nichts mehr damit gearbeitet und das kam alles in der Zeit wieder, Mhm. sodass ich da sehr viel für mich geklärt habe, sehr viel meditiert habe Mhm. und eben auch sehr viel mich, ja, der himmlischen Führung hingegeben habe. Mhm. Und, ich glaube, das hat alles dieses Gesamtpaket, inklusive natürlich der tollen Begleitung von meiner neuen Hausärztin, Ja, die mich da sehr ganzheitlich betreut bis heute. ja. Ich glaube, das hat mir alles erleichtert, sodass ich den Weg gut gehen konnte. Das ist so wunderbar, dass du sie gefunden hast. Das ist unbezahlbar, eine gute Ärztin an seiner Seite zu wissen. Ja, wow. Ja, und dann kam, wie gesagt, die Bestrahlung, und die konnte ich sehr gut überstehen, eben durch die Begleitung, durch die ganzen Vitamin B, Infusionen habe ich damals bekommen, ne, weil ich so hochdosiert brauchte und auch Vitamin C sehr hochdosiert, sodass ich da auch wenig Nebenwirkungen hatte. Ich hatte auch kaum Hautverbrennungen. Und die Ärzte in der Strahlenklinik, die waren irgendwie total fasziniert, dass jemand mit Krebs so gute Blutwerte haben kann. Ja, das hat mich also schon total begeistert, weil ich dachte, okay, das funktioniert, das wirkt. Und die Ja, gute Ernährung dazu, ganz viel Salat und grünen Spargel und was ich finden konnte in der Zeit. ja. Also das macht offensichtlich den Unterschied. Mhm. Und Hast du das hat dich mich, also in der Zeit, wo du die Bestrahlung hattest, strikt nach der Ernährungslehre von Anthony William ernährt? ja, Und deine Erfahrung ist, dass in diesen Blutwerten, die gemacht werden, dass dein Blut außergewöhnlich gut ausschaute. also das ist das, was mir gesagt wurde, ne, in der Strahlenklinik. Da wurde jede Woche Blut abgenommen, um auch zu gucken, wie verändert sich die Zusammensetzung, durch diese hohe Strahlenlast, ja, passiert halt da auch immens viel im Blut. Mhm. Und die waren eben ganz fasziniert. Ich habe damals dann auch gleich Kurkuma mit eingenommen und sie waren dann ganz begeistert über die Thrombozytenwerte, die ich hatte im Blut, ja. Die waren also sehr im unteren Bereich und normalerweise bei einer Bestrahlung, hat mir die Ärztin erklärt, steigen die Thrombozyten im Laufe der Bestrahlung wohl an. Und das war bei mir nicht der Fall. Und ich habe dann darauf nichts gesagt, weil Schulmedizin glaubt ja das ja ohnehin nicht und hatte dann nur ein Schmunzeln im Gesicht und hatte für mich so die Bestätigung, der Weg ist einfach richtig. Ja, also das am Anfang tatsächlich zu kombinieren, zu sagen, ich gehe den schulmedizinischen Weg, soweit wie ich es kann, soweit ich es für mich auch gut anfühlt und wie ich es für mich vertreten kann, aber nicht alleine, sondern ich schaue, was gibt es, was ich zusätzlich meinem Körper Gutes tun kann. Und ich glaube, es gibt ganz viele, die das eben so kombinieren. Ja, Und ja, so wertvoll. Ja, ich habe ja auch ein Video gemacht, da habe ich aus ayurvedischer Sicht gezeigt, wie sich Krankheit manifestiert in unserem Körper. Und in deinem Fall ist er ja dann durch diesen Krebswuchs, warst du ja vom Stadium her, hat sich die Krankheit auf Zellebene manifestiert. Und dass da eine Operation und eine Bestrahlung in dem Niveau dir das Leben rettet, das ist da und da können wir so dankbar sein. Und dann zugleich, dass die Natur uns so viele wertvolle Stoffe gibt, die dann unserem Körper helfen, diese Selbstheilung voranzutreiben, sich von der OP, von den Krebszellen, alle Mögliche wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist so faszinierend und ja. darf mehr erzählt werden. Ja, genau. Deshalb möchte ich das auch gerne teilen und möchte den Menschen Ja. Mut machen, auch ihren Weg zu gehen und auch ins Vertrauen zu kommen. Also ich habe jetzt im Nachhinein, sage ich immer gerne, ich bin meinem Körper so dankbar, weil er so intelligent ist. Er ist viel intelligenter, als ich es bin, vom Geist her, Ja. weil er genau weiß, was ihm gut tut. Ja, er weiß, biologisch angebautes Obst und Gemüse, möglichst unbehandelt, das ist Nahrung, das ist Leben. Ja. Ja. Und ich bin im Nachhinein auch dem Krebs dankbar, weil das mein Leben verändert hat. Also ich sage immer, ich habe eine zweite Chance bekommen.
Mhm. ähm, weil es mich wachgerüttelt hat, weil es mir die Augen geöffnet hat, um was es eigentlich wirklich geht. Für mich, für meinen Körper, aber auch im Leben. Ja, also ich habe viele Dinge auch geändert, mache viele Dinge anders, die jetzt nichts mit der Ernährung oder der Gesundheit zu tun haben, sondern grundsätzlich einfach für mein Leben besser sind mittlerweile. Ja. So wertvoll, das auch so positiv zu sehen, wie du es jetzt ausgedrückt hast. Diese Dankbarkeit gegenüber der Krankheit, dass ja, man da ein Lehrling war, wo der Körper Ja. einem das Leben gezeigt hat mit seinen Symptomen. So, und jetzt habe ich Einjähriges gefeiert im Januar mit meinem Selleriesaft und der Ernährung nach Anthony William. Und natürlich habe ich noch Symptome. Aber es war für mich auch wertvoll, einfach mal mir aufzuschreiben, was denn alles schon gehen durfte. Und was ich auch sehr erstaunlich finde, ist, dass auch meine Schilddrüse mittlerweile sich eingependelt hat und die Werte besser geworden sind, sodass ich von diesen 150 Mikrogramm Tyrosin ähm, weit runtergekommen bin. Ich habe umgestellt auf natürliche Schilddrüsenhormone, weil ich die einfach viel besser vertragen habe und bin jetzt noch bei 30 Mikrogramm. Oh, wow. Also es sind umgerechnet etwa 60 Thyroxin. Ne? Also das ist weit um die Hälfte reduziert. Wow, Und gratuliere. ja, gehe diesen Weg jetzt weiter in der Hoffnung, dass ich es dieses Jahr ausschleichen kann komplett. Also sehr, sehr vorsichtig, sehr gemütlich, Mhm. aber genau, um auch diese Hormone einfach meinem Körper nicht mehr zumuten zu müssen, weil ich weiß, dass er das gut alleine kann, wenn ich ihn unterstütze. Mhm. Und ich habe nach der Bestrahlung mich dann auch überreden lassen, diese Antihormone zu nehmen, die aus meiner Sicht keine Antihormone, sondern Hormone sind. Und es ging mir so super schlecht damit. Also mein Körper hat mir auch da gezeigt, ich will das nicht. Ja, Ja. also dieses ganze Gift, das in der Leber verstoffwechselt wird. Und ich durfte dann auch kein Mariendistel nehmen. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich darf keine Grapefruit essen mit diesen Medikamenten. Ich dürfte kein Johanniskraut nehmen, wenn ich dann mal eine tiefe Stimmung habe. Ja, dann dachte ich, das kann nicht gesund sein. Und habe immer wieder mit mir gehadert. Und als die Symptome dann wirklich so stark waren, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, ähm, war ich in Reha und habe ein Geschenk bekommen, weil sich ein Arzt dort sehr gut damit auskannte. Und der hat mir Studien an die Hand gegeben, dass eben auch weniger Wirkstoff sehr erfolgreich sei. Und so habe ich erstmal reduziert und diese Krücke weiter genutzt, um einfach meine große Angst vor dem Sterben und vor diesem Krebs so ein bisschen in Schach zu halten. Und er sagte mir dann auch, arbeiten Sie mit dieser Angst, setzen Sie sich mit dem Thema Sterben und Tod auseinander. Mhm. Und dann dachte ich so, oh nee, also bitte, nee, nicht jetzt, ja. Oh Gott, ich bin ja eh schon schier depressiv, ja, so zwischendurch, weil das alles so tragisch für mich war. Nee, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Mhm. Und er hat mir dann ein gutes Buch empfohlen. Ich habe das Buch gelesen und habe so geweint. Also die Autorin hatte auch starken Krebs und lag dann schon im Koma, hat eine Nahtoderfahrung gemacht. Und dieses Buch war Heilung für mich, weil ich konnte mich dann tatsächlich mit dieser Angst, dieser existenziellen Angst, dieser Todesangst auseinandersetzen. Und Mhm. plötzlich ging nochmal ein Licht auf, ja, ging es nochmal einen Schritt weiter. Und das war so wertvoll, weil ich dann danach wirklich ins Vertrauen gekommen bin und danach tatsächlich entschieden habe, ich werde diese Krebsmedikamente nicht weiter nehmen Ja. und habe sie abgesetzt. Also ich habe mich dann wirklich so auf meinen Körper, auf die Informationen von Anthony William, auf das Leben verlassen, dass ich gesagt habe, ich brauche diese Krücke nicht mehr. Ja, und habe sie jetzt seit knappen 3 Monaten, ja, fast 4 Monate abgesetzt. Und mir geht's super damit. Also es hat nochmal einen Riesenschritt vorwärts gemacht. Ähm, Zusätzlich habe ich 3 Leberreinigungen, also diese 369 Cleanse gemacht nach Anthony William, weil ich diesen ganzen
Mist aus meinem Körper spülen wollte und meine Leber da unterstützen wollte, dass sie eben diese ganzen Altlasten auch loslassen kann. Ja. Und bist du von deiner Hausärztin jetzt immer noch unterstützt, wenn du jetzt die Medikamente ausgeschlichen hast? Genau, also ich habe mit ihr gesprochen und gesagt, ich kann einfach nicht mehr, ich kann es auch geistig einfach nicht mehr. Ich weiß, dass ich mich vergifte und ich kriege es einfach nicht, ich kann diese Tablette nicht mehr schlucken. Also es ging halt los, dass ich die Tabletten abends vergessen habe. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, guck an, das ist doch auch schon wieder ein Zeichen deines Körpers, deines Geistes, deiner Gesamtheit, ja, dass du das nicht mehr brauchst. Und ja, deshalb lasse ich mich weiter von ihr begleiten, halt in sehr großen Abständen. Mhm. Jetzt auch mit der Schilddrüse, dass ich reduzieren kann, da begleitet sie mich, dass sie eben das Blut immer wieder kontrolliert. Und was ich super, super klasse finde, ist, dass sie nicht nur auf den TSH-Wert schaut oder diese TPOAKs, also diese Entzündungsmarker, sondern dass sie sagt, viel wichtiger sind also FT3 und FT4-Werte und diese Verhältnisse und dass sie sich das anguckt. Und wenn das für sie in der Norm ist, und das sind die Werte, dann seien die anderen Werte für sie nicht gar so relevant, sondern der Mensch, die gesamte Konstitution ist für sie da einfach wichtig. Ja. Und das hat sich bei mir wesentlich gebessert, ja, auch diese ganzen Magenschmerzen, Verdauungsprobleme, hat sich alles gelöst. Ja, genau, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Jetzt nach deinem jährigen Jubiläum, wie sieht dein Resümee aus? Was ist besser geworden und was dürfte noch besser werden? Mhm. Also geheilt, sage ich für mich, habe ich tatsächlich meine Migräne, die Neurodermitis, es ist verschwunden. Ich hatte hin und wieder solch starke Schwindelanfälle, also dass Ja. sich alles so gedreht hat. Das ist weg. Mein Tinnitus ist weg. Der kam überwiegend immer bei Stressbelastungen, also wenn ich gefühlt zu wenig Zeit für irgendetwas hatte. Das ist weg. Diese ganzen Gelenkschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen ist viel, viel besser. Also ich habe einen chronischen Morbus Scheuermann im Rücken, im Lendenwirbelbereich. Das wird sich auch nicht mehr legen. Das heißt, mir tut morgens, wenn ich aufstehe, schon der Rücken weh. Das ist einfach so. Aber durch Sport und Bewegung komme ich damit gut klar. Deshalb sage ich, die Rückenschmerzen sind eigentlich nicht mehr vorhanden, ja, weil Ja. das wird so nicht ausheilen können. Ähm, genau, das ist alles geheilt. Meine Verdauungsbeschwerden sind deutlich besser geworden. Mhm. Ich hatte starke Kopfschmerzen auch immer, also nicht nur die Migräne, sondern solche Spannungskopfschmerzen. Das ist weg. Ähm, die Schilddrüse ist wesentlich besser geworden, also die Werte sind besser geworden. Dieses Herzrasen und dieses enge Gefühl im Hals ist weg. Was jetzt noch gehen darf, sind tatsächlich Schlafstörungen. Also ich kann seit dieser Krebsdiagnose einfach nicht mehr richtig gut durchschlafen. Mhm. Immer nur so ein paar Stündchen. Wobei ich jetzt Gott sei Dank so weit bin, dass ich zwischen 10 und 2 Uhr schlafen kann, sodass meine Leber da ihre Ruhe hat und sich auch ein bisschen erholen kann. Das war wesentlich schlechter. Also ich hatte dann Zeiten, da habe ich dann so eine Stunde geschlafen und bin immer wieder aufgewacht. Ne? Also ich hatte keinen Tiefschlaf mehr. Mhm. Das darf aber noch besser werden, dass ich wieder richtig ein paar Stunden am Stück richtig gut und tief schlafen kann. Was auch noch besser werden darf, sind meine Hitzewallungen. Ich habe durch diese Antihormontherapie kam ich so ein Stück weit in künstliche Wechseljahre. Ne? Wechseljahre wissen wir auch nach Anthony Williams William, dass es die so nicht gibt. Aber mit diesen Hormonungleichgewichten kämpfe ich einfach immer noch ein bisschen. Und damit einhergehend auch der Haarausfall. Also Ja. einfach diese Virenlast ist immer noch sehr, sehr hoch bei mir. Ja. Genau. Und natürlich auch die Leber sehr belastet, weil die natürlich auch Mhm. bei der Bestrahlung gelitten hat. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich, wenn sich die Krankheit so enorm manifestiert hat, wie bei dir bereits, und dann mit diesen ganzen Medikamenten, die ganzen Jahre von kleinem Kind auf mit diesen Entzündungen. Für dich ist es jetzt eigentlich der Anfang von einem neuen
leben, oder? Wie gehst du Genau, ja. damit um, dass du jetzt weißt, ja, ich habe eine zweite Chance bekommen, aber die schaut für mich so und so aus und nicht wie jemand, der noch nie krank war? Wie gehst du damit um? Im Moment beflügelt es mich tatsächlich, weil ich eben so dankbar bin für diese zweite Chance. Und ich sage immer, wenn mich die Leute fragen, ja, und wie geht's dir jetzt nach all dem? Dann sage ich, mir geht's besser als davor. Also ich bin gesünder als davor. Ich fühle mich auch gesünder als davor. Ich habe einen wahnsinnigen Lebensmut entwickelt. Meine Angst vor dem Sterben ist so eigentlich nicht mehr da, weil ich jetzt weiß, ja, dass ich diese zweite Chance bekommen habe und dass ich mich gesund ernähre. Und sicherlich können wir alle irgendwann irgendetwas bekommen und sicherlich sterben wir alle irgendwann, aber noch nicht jetzt. Ja, also das ist mir einfach bewusst geworden, ähm, ja, dass das so meine Chance ist, nochmal anders mit dem Leben umzugehen. Mhm. Jetzt auch mit einem reiferen Alter die Dinge vielleicht auch ganz anders anzugehen. Ja, und also mich motiviert es total. Ähm, Und ich habe auch so den Eindruck, also ich habe ein paar Freundinnen oder Freunde, Bekannte, ähm, die sich da auch einiges abgucken. Also die selber entweder Schilddrüsenprobleme haben, Hashimoto oder andere chronische Krankheiten und die jetzt hier und da gucken, wie ich das so mache und sich da so ein paar Sachen abschauen und tatsächlich auch anfangen oder schon dabei sind, sich nach Anthony William zu ernähren. Ich habe auch eine Kollegin, die auch sehr starken Brustkrebs hatte, also schlimmer als ich, der ich jetzt auch so ein paar Tipps geben durfte. Und ja, das berührt mich immer total und ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass das auch so aufgenommen wird. Ja. Ja, das motiviert natürlich enorm Total, in ja. dieser Vorbildfunktion, gell? Ja, und auch weil du gerade sagtest, so dieses andere Leben. Also am Anfang war es für mich, naja, ich mache jetzt mal so eine Kur. Ja, ich versuche das mal mit der Ernährung, so eine Kur, bis es mir besser geht. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt für mich ein Freund sagte mal zu mir, ja, wenn du dann wieder normal isst. Und mittlerweile muss ich sagen, ich esse normal. Das, was ihr tut, ist nicht normal, ja. Mit diesem ganzen Süßkram und diesen ganzen Konservierungsstoffen und diesen Giften, seinen Körper so zu malträtieren, das ist nicht normal. Mhm. Und ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, wenn wir ausgehen, vor Corona, ähm, ja, oder auch bei Freunden eingeladen waren. Ich habe tatsächlich so ein großes Glück mit Menschen in meinem Umfeld oder auch, wenn wir dann ausgehen, ähm, dass es tatsächlich möglich ist, Anthony William-konform sich zu ernähren. Ja, Mhm. also ich habe zwei gute Freundinnen, die dann, wenn wir uns treffen, tatsächlich genau so kochen, weil Mhm. sie ohnehin sehr gesund leben. Und eine, die sich auch eben nach Anthony William ernährt. Da gibt es dann eben ja das Hafermehl und die Muffins aus Hafer mit Rhabarber oder Erdbeeren drin oder ja ein Beerencrumble, ein gesundes, Ja. statt anderer Kuchen und Süßigkeiten zum Chaga-Tee. Das klingt fantastisch. Also die Erfahrung ist, dass die Menschen von Positivem angesteckt werden. Das ist einfach so und es verändert sich definitiv. Ich glaube, vielleicht sind wir jetzt noch ein paar Ausnahmen, aber das wird nicht mehr lange auf sich warten und die Lebensmittelindustrie ändert sich, je nachdem, was Ja. die Kunden wollen und die merken das. So, der Selleriepreis ist auch schon gestiegen bei uns in der Schweiz. Haben Sie gemerkt, oh, da läuft was? Genau. Da ist die Nachfrage gestiegen, gell? Genau. Ja. Aber auf der anderen Seite beobachte ich auch, dass du zum Beispiel wilde Heidelbeeren mittlerweile bei den Discountern, also bei uns hier in Deutschland, auch bei den Discountern kaufen kannst. Ja. Genau, weil wir bestimmen die. Ich habe gerade heute Morgen war ich wieder einkaufen und brauchte wilde Heidelbeeren. Da war im Tiefkühlregal noch ein Päckchen. Ne? Und dann dachte ich, okay, und alles andere stapelte sich. Und dann dachte ich, okay, also es kaufen noch mehr Menschen, nicht nur ich, wilde Heidelbeeren. Ja? Und das finde ich einfach so toll, dass da ein Mehrangebot jetzt auch an solchen Dingen einfach Ja, gibt. definitiv.
Vielen Dank, Nicoletta, für deine Geschichte. Ich bin sehr berührt, auch über deine Dankbarkeit dieser zweiten Chance gegenüber. Man muss da aber schon sagen, dass die zweite Chance, du hast davon erfahren, aber du hast es auch umgesetzt. Du bist in die Umsetzung gekommen. Und hier vielleicht abschließend, hast du eine Ermutigung für andere Betroffene, die jetzt noch ganz am Anfang stehen und sich überlegen, wie kann ich meinem Körper helfen? Also meine Ermutigung ist tatsächlich, es war bei mir ein ganz, ganz großes Thema, komm in dein Vertrauen. Also recherchiere, belese dich, glaube an dich. Und es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung. Und sich das vor Augen zu führen und immer so das Licht in sich auch zu finden und zu sehen und sich und seinem Körper zu vertrauen, das wäre wirklich meine Botschaft. Und das wünsche ich uns allen, auch gerade in dieser jetzt für uns sicherlich auch schwierigen Zeit mit Corona überall. Vielen herzlichen Dank, Nicoletta. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für den weiteren Weg und mögest du weiter strahlen und ein Licht sein für viele andere Betroffene. Vielen, vielen Dank, liebe Priscilla. Es hat mich auch echt sehr, sehr gefreut, dass du Kontakt zu mir aufgenommen hast und dass ich meine Geschichte hier erzählen durfte. Und danke für deine Zeit und für die tolle Arbeit, die ihr leistet. Vielen Dank. Danke, Nicoletta. Und danke, dass ihr dabei wart und dieser wunderbaren Geschichte von der Nicoletta gelauscht habt. Und ja, fühlt euch wirklich ermutigt, in diese Annahme gehen zu dürfen und diese Hoffnung nicht zu verlieren. Und streckt euch aus, so wie die Nicoletta erzählt hat, nach Heilungsgeschichten. Geschichten, die eurer Geschichte ähneln, woran ihr euch festhalten könnt und dadurch gesund werden dürft. Ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich mega über Kommentare. Wenn ihr Fragen habt zu Nicolettas Geschichte, schreibt es gerne rein. Wir werden darauf eingehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!